Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Kaigas Assault auf FWC. Ich dachte gerade kurz, das sind Gegner. Das waren nur die roten Gildennamen. Okay, ein Gegner. Angriff. Oh, er ist schon tot, verdammt. Ja, schauen wir mal, wie viele Kills wir heute bekommen. Und bis gleich. Okay, ich wollte erst die 100 Punkte wie immer voll machen, aber ein paar Gegner haben uns wie so Aasgeier umkreist. Haben wir schnell gemerkt, okay, in die Meute reinzuspringen ist keine gute Idee. Wir sind Team Black tatsächlich. Gegner haben mehr Artefakte, mehr Kills. Schauen wir mal, ob sich das ändert. Oh, hier wird wieder gefightet. Aber ich komme schon zu spät zur Party. Yep, verdammt. Unlucky. How to turn tables. Wir sind bei 3 Artefakten, die Gegner sind bei 2 und wir holen gleich das 4. Also vermutlich wird es jetzt auf 3, 2 und dann wieder auf 2, 3 switchen. Und wir haben die Kills eingeholt. Aber das war jetzt auch ein sehr kurzer Vorsprung. Genau, jetzt haben wir wieder 3. Und die Gegner 2. Also wir haben etwas aufgeholt. Ich nicht wirklich, ich habe eigentlich gar nichts gemacht. Ich habe probiert, ein paar Gegner anzugreifen, aber wie ihr es gesehen habt, ich kam leider jedes Mal zu spät zur Party. Jetzt eigentlich knall ja schon mal so eine kleine Sprint-Scroll rein, Velocity. Und, aber der ist safe tot. Oh! Oh. Nee, mein Gott, der wird nicht verrückt genug sein, hier irgendjemand anzugreifen, oder? 1 for 1. Hoffentlich nicht mich, falls es doch tut. Bei so vielen Leuten bei einem Jester ist das echt unwahrscheinlich. Na, hat sie auf den Staub gemacht. Alles gut. Okay. Das war echt ärgerlich. Ich habe jemanden gehoppt. Und er war von 20 Leuten umgeben. Und er hat aber nur mich gekillt. Also irgendwie war das ein bisschen seltsam. Not sure what happened. Und leider aufgrund dessen bin ich jetzt auch etwas behind, was Artefaktpunkte angeht. Ich bin erst bei 81 und habe keinen Kill, also es sieht nicht gut aus für mich persönlich. Letztes Mal lief ziemlich gut tatsächlich. Besser als erwartet. Wobei es nicht wirklich an Hop lag. Der Hauptunterschied vom letzten Mal zu den anderen Malen war eigentlich... Scheiße, meine Krabe vergessen. War eigentlich, dass ich hauptsächlich Leute angegriffen habe, die an den Artefakten gekämpft haben. Da habe ich ja so ein bisschen probiert, das Artefaktteam von den Gegnern zu stören und anzugreifen. Und es hat ja auch ziemlich gut funktioniert. Ich habe immer mindestens einen Kill gemacht, manchmal sogar 2 oder 3. Also hat auf jeden Fall eine positive KD sozusagen. Aber wie gesagt, das war der Hauptunterschied, weil die Leute standen halt still und dadurch hattest du dieses Problem mit diesen ätzenden Portbugs nicht. Die Gegner rushen gerade, by the way, Kaigas, das ist nicht gut. Haben auch 50 Kills mehr als wir. Wir holen jetzt zwar vielleicht gleich das 4. Artefakt, aber das bringt nicht viel, wenn die einfach Kaigas töten. Und, ja, das war auf jeden Fall, würde ich sagen, der Hauptunterschied. So, das hat jetzt gut die Punkte geboostet. Jetzt könnte ich theoretisch probieren, ein paar Leute zu killen. Am besten direkt hier die Straße runter sozusagen. Und gucken, ob man den einen oder anderen Gegner trifft. Aber wie gesagt, das sieht echt nicht gut aus. Wir werden gerade komplett gerusht. Und ich kann bei Kaigas leider nicht wirklich helfen, weil das ist einfach nicht ein Job für einen Jester. Leider. Also die Gegner müssten jetzt eigentlich da vorne sein. Yep. Oh, 5 Sekunden. Oh. Oh, shit. No! 2 Kills gemacht, okay. 1 für 2, 1 für 2, passt. Wenn du immer mindestens 2 Kills, dann hast du das eigentlich worth gemacht, aber wie gesagt, die rushen gerade einfach Kaigas, also das ist sinnlos. Da hätte ich jetzt auch 10 Leute killen können, hätte keine Rolle gespielt. Die Gegner sind einfach zu stark. Ich kann probieren, in der Mitte ein paar Leute zu killen, aber wie gesagt, in der Mitte ist immer schwierig als Jester. Bei den Artefakten sind die Leute nicht so aufmerksam, da passen die nicht so gut auf. Jetzt werde ich wahrscheinlich eher einfach aus Dagilo weggeholt. Schnell mein eigenes Dagilo zünden. Aber die rushen uns halt einfach. Oh, was? Ich habe Jester's Blast gemacht. Oh mein Gott, ich habe... What? Niemand greift mich an?
Ich war selber verwirrt. What? Ja, aber das bringt nichts. Die Gegner sind in... What the hell? Zählt das mal rein, Alter. Es sind einfach doppelt so viele Gegner Minimum. Unser halbes Team scheint AFK zu sein. Oder andauernd tot, wahrscheinlich eher. Naja, das ist ein krasser Storm. Nicht mal 4 Minuten. In ziemlich genau 4 Minuten gefinisht worden. Das ist peinlich. Das ist crazy, Alter. Für FEC-Verhältnisse ist das geisteskrank. Wie viele Kills hatte ich? 5. Ja, 6 wahrscheinlich. Ne, was bin ich? Rang 23. 5. Ja, 5. Ja gut, dann waren es 2 und 3 Kills, genau. Das, was ich jetzt gerade ganz zu Ende gemacht habe, quasi. Ja. Team White Top 3 bei den Kills, hat man gemerkt. Ja, ist natürlich echt ein bisschen schade, weil, boah, Kaigas. White. Geht wahrscheinlich sogar noch weiter, oder? Boah, die ersten 12 sind alle aus Team White gewesen. Holy moly. Ja, also ich habe manchmal echt das Gefühl, das Team, was mehr Ranger hat, gewinnt. No joke. Ich bin mir ziemlich sicher, Kaigas Assault Ranger ist die beste Klasse. Also vor allem für Kaigas natürlich, weil Elemente und Psy machen an Kaigas nicht so viel Damage. Und außerdem sind sie besser im Leute killen. Ich meine, Ranger ist auch gut im Leute killen, aber Ranger kann halt eigentlich auch immer nur einen killen. Und wenn du halt 10 Ranger stehen hast, die alle Schaden an Kaigas machen, das Gegnerteam kommt nicht an die Ranger ran, weil sie von Psys und Alice bewacht werden und von RMs vielleicht sogar. Du kannst nichts machen. Ja, du musst die alle auf einen Schlag eigentlich mal killen, um so ein Reset zu schaffen und dafür zu sorgen, dass dein Team mal Schaden an Kaigas machen kann oder mehr Schaden an Kaigas machen. Und ich habe echt das Gefühl, die Ranger entscheiden den Kaigas Assault zum Großteil. Natürlich, wenn ein Typ im Gegnerteam 60 Kills macht und in deinem Team macht keiner nicht mal 30, das hilft natürlich auch, keine Frage. Aber ich glaube wirklich, weil du musst ja Kaigas töten. Also ich meine, du könntest auch 100 Kills mehr haben, solange keiner Kaigas angreift, verlierst du trotzdem. Beziehungsweise wird es auf jeden Fall länger dauern, bis du gewinnst, sagen wir es mal so. Bis die Kills wirklich auch den Effekt haben. Weil bei 200 Kills, bei 200 Teilnehmern, das ist nichts. Das heißt, jeder ist durchschnittlich bei einem 15 Sekunden Death-Timer vielleicht. Das heißt, basically, sobald du jemanden tötest, 10 Sekunden später lebt er quasi schon fast wieder. Es hat noch nicht wirklich so einen krassen Effekt. Erst so bei 400, 500 Kills, kann man sagen, hat es einen größeren Effekt, wo die Leute dann auch wirklich mal länger tot sind. Und ich bin mir ziemlich sicher, Ranger ist hier ziemlich underrated. Vor allem, was eben den Damage an Kaigas angeht. Ich weiß natürlich nicht, was die Klassen von denen allen sind, aber ich vermute mal, von den 9 Leuten hier sind mindestens 5 Ranger dabei. Na gut, hier ist auch ein Blade auf jeden Fall, also ja, unser Team war wahrscheinlich auch einfach Trash. Ich auch. Naja, danke euch trotzdem fürs Zuschauen. Ich würde mich selber ein Like, Kommentar, noch ein Abo von euch freuen. Wie immer, schaut gerne auch im Livestream vorbei. Ich bin jeden Tag live auf Twitch. Link dazu in der Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns dort. Haut rein, macht's gut und ciao, ciao.